Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Und heute bin ich in Mönchengladbach. Und hier geht es auf die Spuren von Borussia Mönchengladbach. Und Borussia, dieser Verein gehört einfach zu Mönchengladbach dazu. In diesem Video zeige ich euch ein paar Orte, die ein Borussia-Fan gesehen haben sollte. Gedacht ist das Video besonders für Fans, die zu Heimspielen hierher anreisen und sich fragen, was man sich sonst noch in Mönchengladbach anschauen könnte. Und da beginnen wir gleich im Stadtteil Eiken. Hier liegt die Wiege von Borussia Mönchengladbach. Hier wurde der Verein 1900 gegründet. 2 Denkmäler gibt es hier in der Fußgängerzone, die ein Borusse kennen sollte. Das erste steht an der Einmündung der Schwogenstraße in die Eikener Straße. Das Bronzedenkmal, das zeigt 3 Fußballer aus dieser berühmten Mannschaft von Borussia, der Fohlenelf, die in den 70er Jahren die Titel gewonnen hat. Ihr werdet sie vielleicht schon erkannt haben: Berti Vogts, Haki Wimmer und Günter Netzer. Hier auf dem Schild steht: Seit 1981 hält dieses Standbild die Erinnerung an die Gladbacher Jahrhundertelf wach und an ihre Helden. Günter Netzer, ein Paganini des Fußballs und eigensinniger Spielmacher zugleich. Berti Vogts, der Terrier mit Kämpferherz. Und Herbert Wimmer. In 366 Bundesligaspielen stellte Haki seine Sonderklasse als Mittelfeldspieler unter Beweis. Das Bronzedenkmal, das wurde für die Fußballer für ihre Titelgewinne Anfang der 70er Jahre errichtet. Die 3 Figuren über diesem halben Fußball haben übrigens bewegliche Glieder und Köpfe. Deswegen sieht das auch teilweise so ein bisschen verdreht aus. Das hier ist dann unverkennbar Berti Vogts, daneben Haki Wimmer und da im Hintergrund, das ist Günter Netzer. So, und jetzt muss man knapp 100 Meter die Eikener Straße, die Fußgängerzone lang gehen und dann kommt man zu einem riesigen Fußball. 1900 wurde Borussia gegründet, 2010 hatte man 110-jähriges Vereinsjubiläum und aus dem Grund hat Borussia diesen Riesenfußball aus Granit in Auftrag gegeben. Da steht einmal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach. Dann geht es hier um die Erfolge. Deutscher Meister 1970, 71, 75, 76 und 77. Deutscher Pokalsieger 1960, 73 und 1995. Und UEFA-Pokalsieger 1975 und 1979. Der nächste Ort, das ist der Bökelberg. Der Bökelberg, das ist mehr als ein legendäres Stadion. Inzwischen spielt Borussia im Borussia Park und der Bökelberg ist abgerissen, aber es gibt tatsächlich noch Reste von ihm und einen Erinnerungsort. Und da sind wir auch schon, wo das legendäre Bökelbergstadion einmal gestanden hat. Das ist hier an der Bökelstraße und hier geht ab die Straße in de Kull. Das Stadion, das ist inzwischen abgerissen, aber man sieht, man kann noch erkennen, wo ein Teil des Stadions gewesen ist. Das ist ein Neubauviertel hier wurden richtig schicke Häuser hingebaut und ein Teil des Stadions, die Ränge, hat man zu einem Park gemacht. Bis zum Ende der Bundesliga-Saison 2003/2004 war das hier die Heimspielstätte von Borussia Mönchengladbach. Hier gab es die legendären Szenen. Was man hier sieht, das sind die Terrassen der ehemaligen Nord- und Südkurve und die Haupttribüne. Einige Stufen sind noch da. Das sind hier die Stufen von der Haupttribüne und die Nordkurventreppe. Ob die Wellenbrecher hier noch original sind, das kann ich nicht sagen. 1914 hatte Borussia Mönchengladbach das Gelände hier erworben. Das war mal eine Kiesgrube. Deswegen hieß der Platz auch de Kull, die Kuhle. Später hieß das dann hier Westdeutsches Stadion
Und der Name Bökelbergstadion, der kam erst viel später. 34.500 Plätze gab es hier, 25.778 waren davon Stehplätze und 8.722 Sitzplätze. Hier sind noch ein paar Stufen. 2005 wurde das Stadion dann abgerissen. Der Mythos Bökelberg, der ist irgendwo unvergessen. Immer noch kommen immer wieder Fans hierher, die sich diesen Ort anschauen. Achtet mal auf die ganzen Aufkleber, die hier auf den Laternenpfählen sind. Wir gehen ein paar Meter weiter an der Ecke in de Kull zur Bökelstraße. Da befindet sich seit Dezember 2019 die Erinnerungsstätte Bökelberg. Etwa hier an der Stelle hat früher die Geschäftsstelle von Borussia Mönchengladbach gestanden. Hier steht dieser Stein mit der Raute und einer Erklärungstafel zur Erinnerungsstätte. Neben einem Überblick über die Geschichte des Bökelberg steht hier: Die unglaubliche Nähe der Zuschauer zu ihren Spielern, der begeisternde Fußball der Fohlenelf, die seit den 1960er Jahren die Fußballwelt eroberten, die beengte Lage im Wohngebiet, all dies machte das Stadion einzigartig unter den Bundesliga-Stadien und begründete den Mythos Bökelberg. Doch letztlich konnten Lage und Ausstattung nicht mit der Entwicklung des Vereins Schritt halten. Deswegen war am Bökelberg Schluss und der Verein zog um in den Borussia-Park. Und hier können sich Borussen an den Bökelberg erinnern. Es gibt 3 Tribünenstufen. Da unten gibt es ein Kunstrasenspielfeld, ist mit Linie, Eckfahne. Es gibt ein Metallrelief, das zeigt jubelnde Fans. Dann gibt es eine stilisierte Fassung der Anzeigentafel mit der legendären Uhr, die zeigt kurz nach 3:30 Spielstand Borussia 1:0 gegen die Gäste. Und es gibt einen Flutlichtmast. Übrigens 200.000 € hat der Erinnerungsort Bökelberg gekostet. Die Stadt Mönchengladbach und Borussia haben sich die Kosten geteilt. Der nächste Ort, den ich euch zeigen möchte, der liegt im Borussia-Park. Das ist, wenn ihr den Eingang an der B57 benutzt und zur Geschäftsstelle fahrt. Da, wo am Eingang eine Gruppe von Bäumen steht, da befindet sich ein Denkmal. Das ist das Mahnmal der gefallenen Borussen. Das hat vorher schon am Bökelberg gestanden und ist hier in den Borussia-Park mit umgezogen. Das Mahnmal besteht aus einer Gedenktafel und Bodenhülse, auf der die Namen der Vereinsmitglieder aufgelistet sind, die in den beiden Weltkriegen als Soldaten ihr Leben ließen. Das eigentliche Mahnmal, das besteht aus gegossenem Beton in Rautenform und lehnt sich damit an das Vereinsemblem an. Hier steht noch neben den alten Bänken, die von dem ehemaligen Spieler Dr. Franz Wichelhaus gestiftet wurden, wurde auch die markante Meistereiche hierher an die neue Stelle verpflanzt. Anlässlich des Treffens der Meistermannschaft von 1970 wurde die Deutsche Kaisereiche als 10-jährig gewachsener Baum aus der eigenen Mannschaftskasse bezahlt. Das war's dann aus Mönchengladbach. Das waren die Orte, von denen ich finde, dass jeder Borusse sie einmal gesehen haben muss. In diesem Sinn, tschüss.